Hallo meine Lieben, heute der zweite Tag mit der Brothers Skitch. Gestern hatte ich euch ja die Maschine gezeigt und heute geht es um das ganze Zubehör, was hilfreich ist, wenn man die Maschine nutzt. Da gucken wir uns die Fliese an, das Garn und aber auch die Nadeln und noch so ein bisschen weiteres Zubehör, was hilfreich ist. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Starten wir als allererstes gleich mal mit den Garnen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das bekannteste, würde ich sagen, ist das Rayon-Garn. Da gibt es verschiedene Hersteller, wie zum Beispiel hier eben Madeira, Gütermann, Salki. Ja, wirklich verschiedene. Ich habe einfach mich fürs Madeira-Garn entschieden, weil ich eine sehr liebe Freundin habe, die schon viel Erfahrung hat mit dem Sticken. Und ja, ich finde es immer ratsam, auf solche Freunde zu hören, wenn die sehr gute Erfahrungen haben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, aber wenn ihr euch noch nicht entscheiden könnt, ihr könnt ja ganz einfach auch mal 2 Farben zum Beispiel von einem Garn bestellen und dann mal gucken, wie gut es für euch funktioniert. Ich würde aber auf jeden Fall ein Qualitätsgarn nehmen, weil das Garn ist ja das Wichtigste eigentlich bei euch beim Sticken. Und wenn euch da dann die ganze Zeit der Faden reißt, macht das dann auch keinen Spaß. Also ja, von dem her, ich würde eher ein Qualitätsgarn nehmen. Hier bei dem seht ihr es auch schön, das glänzt natürlich wunderbar. Und dann hier nur ein weiteres Beispiel, das ist Isacord, auch das schön glänzend und einfach verschiedene Arten von Kronen. Und denkt einfach dran bei der Maschine, wenn ihr das aufspannt. Jetzt hier war es, Moment, der größere Deckel, den ich hier verwendet habe, weil wir eben hier teilweise so Unebenheiten haben. Teilweise, wie hier beim Brothergarn, habt ihr auch diese Einkerbung. Und wenn ihr da keinen Deckel drauf habt, dann kann es sein, dass der Faden da einhängt. Deshalb haben wir eben auch diesen Deckel drauf, weil dann spannt sich das Garn wunderbar außerhalb von dieser Einkerbung und läuft da nicht Gefahr, dass es da fest klemmt. Genau. Hier vom Einspannen, das war das kleine, was ich euch gestern gezeigt habe, da würdet ihr einfach das verwenden, um das als Stopper auf die Halterung drauf zu machen. Das waren erstmal die beiden. Das hier von Brother ist ein Polyester, 100% Polyester Garn, auch das schön glänzend. Vielleicht der Unterschied, also alle 3 sind super reißfest und ja, eignen sich so ziemlich für alle Arbeiten. Vielleicht ein Polyestergarn noch mehr für Sachen, die sehr oft gewaschen werden, damit da die Leuchtkraft auch erhalten bleibt. Dann haben wir hier von Madeira habe ich das Cotona. Das ist ein Baumwollstickgarn. Das wird so häufig verwendet für, weil es fein ist oder weich ist, wird es oft für Babykleidung verwendet, Trachtenmode, Tisch- und Bettwäsche, das sind so Anwendungsbeispiele. Und da gibt es natürlich nicht nur das von Madeira, sondern zum Beispiel von Gütermann das Cotton, von Mettler das Silk Finish Cotton, von Sulky das Cotton. Also ja, gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Dann gibt es verschiedene Garne mit Spezialeffekt. Das hier ist zum Beispiel von Mettler das Metallic Garn. Und ihr seht, wie extrem das leuchtet. Ich würde allerdings, wenn ihr gerade startet mit Sticken, davon erstmal ein bisschen die Hände lassen, weil das ist so eine kleine Diva. Die reißt euch auch gerne beim Sticken. Da braucht ihr auch eine spezielle Nadel dazu. Von dem her, ich würde es eher mal so als zweite Priorität nehmen und wenn ihr mit dem Sticken anfangt und eher so in die Richtung gehen hier, bevor ihr dann, wenn ihr geübter seid, euch mal an das Metallic Garn traut. Es gibt auch noch weitere Spezialeffekte wie Holo-Schimmergarn, Silbergarn, Sparkling-Garn.
Neoneffekte, reflektierende Garne. Also da gibt es ganz viele Spezialeffektsachen. Wie gesagt, ich würde zuerst mal mit dem gewöhnlichen Garn starten und euch dann so an die speziellen Garne ranwagen. Ich habe noch 2 weitere hier auf dem Tisch, und zwar geht es hier um das Untergarn, also den Bobbin quasi. Das, was ihr auf die Unterfadenspule aufspult, weil das ist günstiger als hier so ein Garn, und es macht ja keinen Sinn, das teure Garn quasi auf euren Unterfaden aufzuspulen und dann, ja, sieht man das gar nicht. Also von dem her, das wird unten verwendet und die gibt es in Ausführung weiß und schwarz. Also da geht ihr nicht mit ganz vielen Farben, sondern in der Regel entscheidet ihr euch, wenn ihr einen dunkleren Stoff bestickt, dann nehmt ihr ein dunkles Garn oder schwarzes Garn, und wenn ihr einen helleren Stoff bestickt, dann nehmt ihr das hellere, also das weiße Garn. Das ist jetzt das von Brother, die Nummer 60. Und eben 100% Polyestergarn. Garne aufbewahren, am besten irgendwo, wo sich kein Staub darauf ablegt. Ja, also ich werde mir garantiert mit dem Laser noch eine Box machen, damit ich hier eben, das ist mein Standardgarn, damit ich da die Rollen dann reinmachen kann. So viel mal zum Thema Garne. Kommen wir zum nächsten Thema, das sind die Nadeln. Genauso wichtig wie der Faden. Und ich hatte euch gezeigt, dass ich in Dortmund hier an der Kreative dieses Nadel-ABC mitgenommen habe. Ist von Schmetz Nadeln, aber ich fand es trotzdem spannend, weil da eben auch so ein bisschen Theorie drin erklärt wird. Und nur von der Bezifferung, wir arbeiten hier bei unseren Stickmaschinen mit 130 705er. Das sind alle, aber die haben dann, es gibt dann spezielle Unterkategorien, je nachdem, was man damit nähen will, was sich besser eignet. Und wenn ihr die Nadel euch anguckt, wir haben hier oben, das nennt sich der Kolben, dann haben wir hier den Schaft, da läuft eine lange Rinne entlang, unten haben wir das Öhr, also die Hohlkehle und dann das Nadelöhr quasi drinne und unten dann die Spitze und den Körner. Unterscheiden, also der größte Unterschied ist natürlich die Größe der Nadel. Also je höher die Anzahl ist, ich habe hier Organnadeln, ich weiß nicht, ob ihr das dann erkennt drinne, gehen wir von der 70er hoch zu einer 100er. Und da werden die Nadeln natürlich auch größer dann dementsprechend. Der nächste Unterschied ist die Spitze, ob es eine zum Beispiel Spitze hat oder eine Kugelspitze. Das ist so ein bisschen die Auswirkung, dass euch entweder der Faden, ob das durchgestochen wird oder ob der Faden verdrängt wird. Also beim ersten Beispiel kann es reißen, beim zweiten wird der Faden verdrängt. Deshalb wird zum Beispiel bei Jersey die mittlere Kugel verwendet. Dann, was hier auch gesagt wird, von wegen Nadelwechsel, ist einerseits, dass ihr natürlich verbogene Nadeln nicht weiterverwendet. Und das zweite Wichtige, das war mir so auch nicht bewusst, dass das eigentlich eher Verbrauchsmaterial ist, weil ihr pro 8 Stunden, als Faustregel, pro 8 Stunden Sticken mit der Nadel wechselt ihr die Nadel. Ein kleiner Test, den ihr hier machen könnt, ist, dass ihr hier so einen Nylonstrumpf nehmt und wenn ihr mit der Nadel da reinstecht und wieder rausgeht, wenn die da hängen bleibt, dann müsste die Nadel auf jeden Fall ausgetauscht werden. Das ist sowas, was sie hier auch sagen. Ja, genau, und dann ist auch die Größe des Nadelöhrs ist auch natürlich unterschiedlich, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Zum Beispiel für die Metallic Fäden gibt es spezielle Nadeln und da habt ihr ein größeres Öhr, damit da weniger Zug drauf ist. Sagen wir es mal so. Genau, und hier vielleicht auch noch ein kleiner Test, der gezeigt wurde, ist, dass ihr natürlich nicht nur die passenden Nadeln für den Stoff, sondern auch für euren Faden haben müsst, wenn ihr die 45 Grad quasi, also wenn ihr den Faden um 45 Grad
höher macht oder tiefer, eben dann sollte die Nadel hier wunderbar über den Faden rutschen. Ich habe hier einerseits, das sind die mit der Skitch mitgeliefert wurden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll man sowas lesen können, was hier drauf steht? Kleiner Tipp von einer alten Frau. Man fotografiert sich das ganz einfach und vergrößert es nochmal ein bisschen. Und dann erkennt man, dass hier drauf steht Organ 7511. Das heißt, wir haben hier eine Größe von 75 in diesem Päckchen drin und da waren, also eine habt ihr in der Maschine, plus 4 weitere wurden hier geliefert. Das sind die mitgeliefert wurden. Ich habe noch 4 weitere. Einerseits habe ich die Universalnadel, also ich habe alles Organnadeln, auch hier war es wieder ein Tipp von einer lieben Freundin, aber eben wie gesagt, es gibt natürlich auch zum Beispiel von Schmetznadeln, was euch lieber ist. Hier eben Universalnadeln, aber dann in verschiedenen Größen, das heißt von 70 zu 80 zu 90 zu 100. Das habe ich zusätzlich. Dann habe ich die Blue Needle Tip, ist quasi die Universalnadel. Das sind 75er hier. Dann habe ich diese Anti-Glue-Nadeln, weil wenn ihr irgendetwas mit Stoffkleber befestigt, aller Art, kann es sein, dass das Zeug an der Nadel hängen bleibt. Und hier haben wir eben so eine Anti-Glue-Nadel, dass es eben nicht an der oder weniger an der Nadel hängen bleibt und die auch ein bisschen langlebiger ist. Dadurch habe ich hier auch eine 75er11. Und dann eben, wenn es darum geht, um Jersey zu sticken oder besticken, dann habe ich hier die Super Stretch Nadeln von Organ. Das waren so die ich für mich habe. Und eben, wie gesagt, weil ich weiß, dass das ein Verbrauchsmaterial ist, habe ich hier jeweils auch gleich schon 2 Päckchen bestellt. Genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich denke, das war das, was ich zu den Nadeln sagen wollte. Kommen wir zum dritten Thema und zwar sind das die Fliese oder die Stabilizers. Hier gibt es wirklich super viele. Ich würde euch anraten, dass ihr, also ich habe hier einfach mal so ein Starter-Set von, das ist das von Madeira, wo einfach mal verschiedene Stabilisatoren dabei sind oder Fliese dabei sind, damit ich die einfach mal austesten kann. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen, ich habe Tear-Away, das heißt, das kann ich abreißen. Also jetzt bei Madeira wird das hier mit diesem Symbol, wo in der Ecke was abgerissen ist, wird das markiert. Dann habe ich die Wash-Away, das sind die, wenn ich die ins Wasser reingebe, sich quasi auflösen. Die werden hier so mit diesen Wassertropfen markiert. Und dann gibt es die Cut-Away, die werden hier mit so einer Schere markiert. Das sind die ihr drauf macht oder einspannt und dann ringsum das Motiv, was ihr gestickt habt, dann abschneidet. Also hier oben könnt ihr es dadurch, dass wir ja den Rand quasi, der wird ja mehrmals gestochen und das wird dann so wie perforiert und deshalb kann ich da vorsichtig das Ganze auch abreißen. Beim Wasser wird es eben aufgelöst im Wasser und beim Schneiden schneidet ihr das ringsherum ab. Jetzt gibt es, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, auch von jeder von diesen 3 Stufen quasi auch noch Unterstufen. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Farben hier beim Bergreisvlies. Ich habe hier einmal weiß und einmal schwarz zum Beispiel. Dann gibt es verschiedene Dicken davon. Dann gibt es solche, die man aufbügeln kann und wenn das Ganze bestickt ist, man es trotzdem wieder losreißen kann. Es ist dann nicht permanent drauf, sondern es wird quasi nur mit dem Stoff verbunden, solange ich das besticke. Ne? Das sind so Möglichkeiten. Genau, und die gibt es dann auch wieder, ja, also hier gibt es bei jeder Variante gibt's unterschiedliche Ausführungen. Ihr könnt natürlich auch Sachen kombinieren. Das ist was und ja, genau. Jetzt
Das habe ich mir mal bestellt, damit ich mir das alles angucken kann. Dann gibt es hier auch noch einen speziellen, das ist Filmoplast. Das wird quasi eingespannt. Und hier unten ist das Vlies, das ist die Abdeckfolie. Da schneidet ihr euch ein Stück ab und spannt das ein. Und dann reißt ihr das in der Mitte so ein bisschen an, also diese Abdeckfolie, und reißt es innerhalb des Rahmens quasi weg. Dann habt ihr da eine Klebekraft und könnt da was drauflegen und das so besticken, ohne dass ihr das in den Rahmen einspannt. Das ist teilweise hilfreich. Das ist was Spezielles. Dann haben wir auch hier zum Beispiel einen Spezialstoff für Patches. Also das eignet sich super, um Patches zu machen. War in meinem Adventskalender drin. Ihr werdet viele Sachen sehen, die ich tatsächlich in meinem Adventskalender drin habe von meiner sehr, sehr lieben Freundin. Jetzt kann ich die Sachen endlich verwenden. Das war das. Dann gibt es auch noch hier solche Puffy, also auch von Gunold, dieses Volumenfließeinlage, wodurch ihr, wenn ihr dann ringsherum stickt und das, was außerhalb des Stickmotives liegt, ist dann flacher und das hier ist dann erhöht. Das ist auch eine coole Sache. Und dann haben wir auch noch ein Stick Protect, zum Beispiel hier, wo ihr, wenn was empfindlich ist, zum Beispiel wenn ihr Babybodies bestickt, dann würde ich auf jeden Fall immer innen drinne noch das aufbügeln, weil dadurch ist es dann auch noch wieder fein oder kratzt nicht, wenn da, wo das Stickmotiv liegt. Und das gibt es dann eben auch für helle Stoffe und für dunkle Stoffe. Und dann habe ich hier eben auch noch das Avalon. Das verwendet ihr, wie gesagt, bei Sachen, also das wird in Wasser wieder aufgelöst und im Speziellen, ich habe hier schon mal ein Beispiel, das richtige Richtung wäre auch nicht schlecht. Jetzt hier zum Beispiel hatten wir 2 Fliese verwendet, eins unten dran als Stabilisator zum Sticken und eins oben drüber eben dieses Avalon, weil das ist so wie ein Plastikfilm, den ihr drüber liegt und dadurch versinkt quasi euer Stickmotiv nicht in diesen flauschigen Fasern. Das verwendet ihr zum Beispiel auch, wenn ihr Vlies bestickt. Ja, genau. Da waren jetzt beide eben wasserlöslich, das heißt, das, was wir oben drüber gemacht haben, dieses Avalon plus das, was unten drunter war, das wurde aufgelöst. Hier brauchte es keinen zusätzlichen Stabilisator, nachdem das bestickt wurde. Der zum Beispiel zum Aufbügeln, der Stabilisator, das hilft halt einfach auch, also ihr lasst das dann auch drauf, natürlich dem Rand entlang geschnitten, aber trotzdem ihr lasst es dann drauf, damit das ganze Motiv dann beim Waschen sich nicht zusammenzieht oder verformt oder ausleiert. Geht einfach darum, eben das Ganze zu stabilisieren. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mehr verwirrt, als dass es geholfen hat, aber es gibt hier echt so dermaßen viele Sachen zu erzählen. Ich würde sagen, am einfachsten geht's, wenn ich euch jeweils zeige, was ich mache, dass ich euch einfach sage, was ich gerade für ein Vlies verwende, damit ihr da Stück für Stück euch eben auch so ein bisschen damit vertraut machen könnt. Oder eben ihr versucht selber und kauft ihr so ein Starter-Set, wo ihr viele verschiedene habt und damit so eure Tests machen könnt und gucken könnt, für welchen Stoff eignet sich was am besten. Es ist natürlich dann auch hier innen drinne beschrieben, welches Vlies sich gerade für was am besten eignet und wie man das Ganze anwendet. Genau, das zum Thema Stabilisatoren. Dann habe ich noch ein paar zusätzliche Sachen. Einerseits eben, ich habe euch die ganzen Stabilisatoren gezeigt. Manchmal ist es echt auch hilfreich, wenn man einen Sprühzeitkleber hat. Das heißt ein Temporary Spray Adhesive. Der ist super praktisch auch. Ich habe hier eben auch den von Madeira. Da eben, wenn ihr solches dann verwendet, am besten die Anti-Glue oder die Anti-Haft-Nadeln verwenden. Dann wurde euch ja mitgeliefert im Paket drin eine kleine Schere.
ist zwar süß, ich finde sie nicht sehr angenehm zum Nutzen und eigentlich auch nicht wirklich spitz und vor allem ist die gerade und nicht gekrümmt. Von dem her, das ist eine, die bei mir nicht wirklich in den Einsatz kommt. Und Fadenauftenner, ich habe eher kräftigere Hände, wenn ich dann viel auftrennen muss, ist der nicht so ganz bequem für mich. Von dem her habe ich da noch so ein bisschen was anderes. Von den Scheren her starten wir da. Es gibt einerseits solche Scheren, die finde ich auch super praktisch und die ist auch super spitz. Dann, wenn ihr habt ja gesehen, dass ich teilweise unten die Fäden abgeschnitten habe. Das heißt, ich fange an zu sticken, dann gehe ich kurz auf die Pause-Taste und schneide das, was vom Anfang der Stickerei oder der Farbe übersteht, das schneide ich kurz ab und da hilft es eben, wenn ihr eine Schere habt, die so gebogen ist. Im Vergleich dazu eine gerade Schere und hier habt ihr eben super diese Biegung nach unten und dann auch wieder nach oben und mit der könnt ihr Sachen wirklich optimal abschneiden. Das ist das eine. Dann habe ich hier auch eine Applikationsschere und diese Platte dient dazu, dass ihr weniger dann in den Stoff reinschneidet, weil dann könnt ihr das so auflegen und dann quasi ringsherum den Stoff, den ihr nicht braucht, abschneiden bei der Applikation. Die ist super. Und dann auch noch hier so eine Rundschere ist manchmal auch hilfreich. Also ihr seht, ich habe hier 4 verschiedene Scheren, die mir so ein bisschen helfen beim Sticken. Dann eben habe ich gesagt, der war mir so ein bisschen zu klein, um den dann zu nutzen. Von dem her habe ich hier auch ein Geschenk in meinem Adventskalender drin. Das ist ein bisschen größer und mit diesem großen Griff dann auch bequemer, um damit zu arbeiten. Plus zu markieren auch jeweils sehr bequem, wenn ihr so einen Textilpen habt. Oder es kann natürlich zum Beispiel auch Kreide sein, wenn ihr irgendetwas anzeichnen wollt. Genau, das war noch das, was ich euch zusätzlich zeigen wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten versuche ich das dann noch in den weiteren Videos reinzupacken. Aber das war mal so das, was ich euch heute zeigen wollte. Eben Faden, Nadeln, Stabilisatoren und zusätzliche Sachen oder Hilfsmittel. Genau, das war das somit für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr morgen mit dabei seid, weil morgen geht es dann um die App und zwar einerseits um die Variante ohne Abo und die Variante mit Abo, wo wir wirklich uns einfach nur die App selber angucken. Kein Projekt damit umsetzen, sondern wirklich nur die App. Genau, das gibt's morgen. Somit hoffe ich, ihr seid morgen dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald! You're a lonely sailor, and your soul is made of